Hallo, ich bin Lina und heute nehme ich dich mit auf eine Tour durch das Benchmarking-Tool. Social Benchmarking ist nichts anderes als eine umfangreiche Konkurrenzanalyse in Sachen Social Media Performance. Und mit dem Tool von unserem Partner Social Insider geht das super easy. Sobald das Benchmarking-Feature für dich freigeschaltet wurde und du dich bei Social Insider eingeloggt hast, fügst du als erstes Profile hinzu, die du im Blick behalten möchtest. Dabei stehen dir verschiedene Plattformen wie TikTok, LinkedIn-Unternehmensseiten, Instagram, Facebook oder YouTube zur Verfügung. Du kannst die Accounts, die du beobachten möchtest, entweder per URL oder über eine allgemeine Suche finden. Natürlich kannst du auch deine eigenen Social Media Accounts für den direkten Vergleich verknüpfen. Sobald die gewünschten Profile hinzugefügt wurden, kannst du sie zusätzlich als Brands gruppieren. Das hilft dir, die Brands untereinander zu vergleichen und nicht nur die einzelnen Kanäle. Ist die Einrichtung einmal durch, geht es direkt zum Benchmarking. Unter Benchmarks findest du mehrere Dashboards, die von den einzelnen Plattformen zu den Brands bis zu einer allgemeinen Übersicht reichen. So findest du unter Cross-Plattform eine Übersicht aller verknüpften Accounts. Du kannst schauen, welche von ihnen am stärksten in Sachen Follower sind oder auch welche das höchste Engagement haben. Über Filter kannst du die Ansicht auch noch weiter personalisieren, um bestimmte Profile, Plattformen oder auch Metriken ein- bzw. auszublenden. Unter Brands findest du dann den allgemeinen Brand-Vergleich. Auch hier wird mit einer allgemeinen Zusammenfassung der wichtigsten KPIs gestartet. Allerdings findest du hier auch noch weitere spannende Metriken. So kannst du zum Beispiel sehen, welche deiner Konkurrenten besonders viele Follower oder besonders hohes Engagement haben und wie sich dieses auch noch auf die einzelnen Plattformen verteilt. Zudem kannst du auch noch die Top 3 Beiträge der Brands sehen, sowie die Kanäle, auf denen sie gepostet wurden. Kleiner Tipp: Dieser Bereich dient als perfekte Inspirationsquelle für deine eigene Content-Strategie. Aber das Brand Dashboard bietet noch viel mehr. So kannst du zum Beispiel auch die durchschnittliche Anzahl an Posts pro Tag sehen, das durchschnittliche Engagement pro Post sowie vieles mehr. Ziel ist es, dir so viele Daten wie möglich an die Hand zu geben, um deine eigene Strategie messbar und vergleichbar zu machen. Möchtest du vor allem die Performance der Instagram-Kanäle deiner Konkurrenz analysieren, findest du alles, was du dafür brauchst, im Instagram-Dashboard. Ganz oben findest du wie immer die Zusammenfassung mit den wichtigsten KPIs, gefolgt von Metriken rund um Follower, Engagement, Top-Beiträge, Anzahl der Posts etc. Also alles, was du brauchst, um die Performance auswerten zu können und vielleicht deine eigene Strategie entsprechend anzupassen. Wenn du tiefer in das Thema Content, Themen und Kampagnen einsteigen möchtest, sind die Bereiche Posts und Content Pillars besonders relevant. Fangen wir mit dem Bereich Posts an. Hier siehst du eine detaillierte Übersicht aller Beiträge der beobachteten Accounts. Es ist quasi deine persönliche Content-Inspirationsquelle. Besonders praktisch, du kannst hier gezielt nach Themen-Keywords suchen und schauen, welcher Content dafür besonders gut performt. Sind es Videos, Bilder, Collabs? Und du siehst auch, welche Konkurrenten das Thema bereits besonders intensiv bespielen oder nicht. Wenn bestimmte Themen besonders relevant für dich sind und du diese häufig beobachtest, empfehlen sich Tags, hier auch Content Pillars genannt. Unter jedem Post siehst du die Option, diesen zu taggen. Bereits angelegte Tags können aus der Liste ausgewählt werden. Fehlt ein bestimmter Tag, kannst du ihn auch kurz hier anlegen. Allerdings ist der Hauptbereich für das Anlegen der Tags unter Query Builder zu finden. Diesen schauen wir uns aber gleich genauer an. Zuvor werfen wir noch einen Blick auf die weiteren Tags, die du hier siehst. Diese werden von Social Insider automatisch vergeben, basierend auf den Inhalten der Posts. Und das Ganze wird dann im Bereich Content Pillars relevant. Dabei gibt es einerseits die sogenannten Industry Content Pillars, also vordefinierte allgemeine Themen wie saisonaler Content, Gewinnspiele, UGC, Collabs, Product Showcases und so weiter. Und dann noch die Brand Content Pillars, also die von dir angelegten Keywords. Hier findest du ihre detaillierte Auswertung. Möchtest du neue Keywords anlegen oder bestehende überarbeiten, gehst du in den Bereich Query Builder. Beim Anlegen neuer Keywords gilt immer, je klarer die Suchbegriffe und Themen definiert sind, desto einfacher tut sich das System mit der Kategorisierung. Statt nur Veggie sollte man in diesem Fall noch vegetarisch ergänzen, um beide Varianten abzudecken. Nutze auch gerne den Query Guide am Rand, um deine Suchen so effizient wie möglich aufzubauen. Und selbst mit den besten Keywords kann es eben doch mal passieren, dass ein Beitrag nicht wie geplant kategorisiert wird, da die AI inhaltsbasiert vorgeht. Ein Beispiel wäre dieser Post, der automatisch als Veggie kategorisiert wurde, weil die Caption eben das Stichwort Veggie enthält, obwohl der Beitrag auch ein saftiges Steak thematisiert. Das solltest du einfach im Hinterkopf behalten, wenn du die Keywords anlegst. Dennoch sind die Content Pillars ein sehr wertvoller Bereich, um die eigene Share of Voice innerhalb bestimmter Themen zu sehen und um sich eventuell neue Content-Inspirationen zu holen. Kleiner Tipp: Du kannst hier auch bestimmte Kampagnen über ihre Namen und Hashtags tracken und so ihre Performance evaluieren. Natürlich darf bei einem Benchmarking-Tool ein Reporting-Bereich nicht fehlen. Social Insider arbeitet hier mit Auto-Reports, die direkt in deinem E-Mail-Postfach landen. Du musst nur definieren, für welchen Bereich du gerne eine Auswertung hättest, welche Infos sie beinhalten soll, wie oft sie verschickt werden soll und an wen. Und schon hast du ein automatisiertes Reporting eingerichtet.
Zuletzt schauen wir uns noch die Social Insider AI an. Sie bietet die Antworten auf konkrete Performance-Fragen wie: In welchen Themen sind meine Kanäle besonders stark? Welche Brand ist am stärksten auf TikTok? Oder welcher Kanal hatte die letzten 30 Tage das höchste Engagement? Wichtig: Die Antworten beziehen sich natürlich immer nur auf die Daten der beobachteten Kanäle. Wenn du mal keine Lust hast, dich durch mehrere Dashboards zu arbeiten, kannst du auf den AI-Assistenten zurückgreifen, um Zeit zu sparen. Und das ist schon das Ende unserer Tour. Zusammengefasst kann man sagen, dass Social Benchmarking dein Reporting auf ein neues Level hebt, deine Social-Strategie vergleichbar macht und dir auch noch als Content-Inspiration dient. Wenn das spannend für dich klingt oder du noch Fragen hast, melde dich gerne bei uns.